Papa, Papa, bist du am Telefon? Ja, mein Schatz. Ich bin kurz frei. Alles okay? Ja, aber ich vermisse dich. Wann kommst du nach Hause? Ich habe noch ein paar E-Mails zu beantworten, dann mache ich Feierabend. Kannst du nicht einfach zaubern und schwupps, zu Hause sein? Wenn ich einen Zauberstab hätte, würde ich es sofort machen. Vielleicht kannst du den Zauberstab vom Weihnachtsmann klauen? Dann kriege ich bestimmt Hausverbot im Nordpol. Haha! Stell dir vor, du stehst vor dem Weihnachtsmann, hier mit dem Zauberstab. Und er würde sagen, ho ho ho, nein. Papa, du bist so lustig. Das freut mich, Mäuschen. Wie war dein Tag? Ich habe heute ein Bild gemalt von dir und mir auf einem Einhorn. Das möchte ich unbedingt sehen. Einhornreiten klingt großartig. Kannst du auch Einhorn-Sound machen? Wie klingt ein Einhorn? Glitzer? Hahaha. Glitzer, Glitzer. Das passt. Herrlich. Du hast wirklich Fantasie. Papa, hast du auch Fantasie? Ja, aber gerade wird sie vom Chef gebremst, haha. Braucht dein Chef auch einen Einhornausritt? Vielleicht. Aber dann würde er mich bestimmt noch länger festhalten. Oh nein. Das wollen wir nicht. Ich will, dass du bald nach Hause kommst. Ich beeile mich. Hast du schon Hausaufgaben gemacht? Ja, Mama hat geholfen. Ich musste eine Rechenaufgabe lösen. Und? War es schwierig? Nee, war ganz leicht. 2 plus 2 gleich 4, oder war's 22? Hahaha, 22 wäre etwas hochgegriffen. Nur Spaß. Ich weiß, dass 2 plus 2 gleich 4 ist. Du kleiner Scherzkeks. Papa, vermisst du mich auch? Klar doch. Ich denke ständig an dich. Wie viele Sterne sind auf deiner Arbeit im Himmel? Ich sitze im Büro, Schatz. Hier sind nur Neonröhren, leider. Das klingt langweilig. Soll ich vorbeikommen und dich anmalen? Mich anmalen?
Mit Einhornfarben? Ja. Dann hast du Glitzer im Gesicht und arbeitest fröhlicher. Meine Kollegen würden staunen, haha. Vielleicht würde das Büro dann funkeln. Und mein Chef würde fragen, ob hier ein Regenbogen geplatzt ist. Vielleicht würde er lächeln und dir früh Feierabend geben? Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Papa, ich höre gerade unseren Hund bellen. Meinst du, er möchte auch telefonieren? Bestimmt will er nur sagen, komm schnell heim und spiel mit mir. Ich habe ihm vorhin ein Leckerli gegeben. Er hat es in 2 Sekunden verschluckt. So kenne ich unseren kleinen Staubsauger. Haha, Staubsaugerhund. Kann er auch die Krümel vom Boden wegsaugen? Manchmal macht er das tatsächlich. Praktisch, oder? Ja, aber Mama meckert, wenn er zu viel Staubsaugt. Vielleicht hat er dann Bauchweh. Papa, was machst du eigentlich gerade im Büro? Ich schreibe Mails, telefoniere und warte auf Feierabend. Könnt ihr nicht ein Bürospiel spielen? So wie Verstecken? Das wäre schön, aber dann findet mich keiner mehr zum Arbeiten. Haha. Dann kannst du heimlich Eis essen. Eis, das klingt verlockend. Oh, können wir nachher Eis essen? Bitte, bitte, bitte. Na klar, wenn wir noch welches im Tiefkühlfach haben. Hoha. Ich mach gleich Platz im Gefrierschrank, damit du noch mehr mitbringen kannst. Du bist ja richtig eisverrückt. Papa, darf ich mal in dein Büro kommen und alles bunt bemalen? Oh, lieber nicht. Sonst wird mein Chef grün vor Ärger. Grün wie ein Frosch oder grün wie ein Drache? Eher wie ein Drache, der Feuer spuckt. Dann müssen wir schnell weglaufen. Oder uns auf unser Einhorn schwingen. Ja, Einhornabenteuer. Papa, du bist so cool. Du aber auch, mein Schatz. Wann genau bist du heute zu Hause? In ungefähr einer Stunde, wenn alles klappt. Super. Bis dahin übe ich mein Einhorn nachmachen. Mach bitte kein echtes Loch ins Sofa, ja? Ich bin doch ganz vorsichtig, nur ein bisschen hüpfen. Vorsicht ist gut. Ich möchte kein kaputtes Sofa sehen. Keine Sorge, Papa. Ich weiß, wie ich springen muss. Du bist aber eine richtige Akrobatin.
Ich übe immer heimlich, wenn du nicht guckst. Ist mir schon aufgefallen, dass du so gut balancieren kannst. Papa, sag mal, vermisst du Schokolade? Immer. Ich liebe Schokolade. Ich hab noch ein Stück im Schrank. Das bewahre ich für dich auf. Du bist ein Schatz. Nicht selbst auffuttern, okay? Versprochen. Vielleicht nasche ich nur ganz winzig wenig. Aber nur eine klitzekleine Ecke. Hihi. Okay, das schaff ich, vielleicht. Ich vertraue dir, du kleine Naschkatze. Papa, können wir heute Abend Filme gucken? Sehr gerne. Was möchtest du sehen? Einen lustigen Film mit sprechenden Tieren. Klingt toll, ich freue mich drauf. Oder einen Film mit Prinzessinnen, die auf Drachen reiten. Das wäre auch spannend. Wir entscheiden zusammen, okay? Papa, was ist eigentlich deine Lieblingsfarbe? Blau, glaube ich. Und deine? Rosa und Glitzer. Glitzer zählt als Farbe, oder? Natürlich, bei dir schon. Kann ich dein Handy mit Glitzer bekleben, damit du immer an mich denkst? Oh, das wird mein Chef aber komisch finden. Ist doch egal. Dann hat er auch was zum Lachen. Stimmt, ein bisschen Spaß im Büro ist nie verkehrt. Papa, weißt du noch, als du mir das Fahrradfahren beigebracht hast? Ja, du bist gleich losgedöst, wie ein Wirbelwind. Das war so cool. Ich will bald in jenes Kates lernen. Das kriegen wir hin. Aber bitte mit Schützern. Klar, ich will ja keine Löcher in die Knie. Gut so. Sicherheit zuerst. Papa, hörst du das? Der Hund schmatzt schon wieder. Vielleicht hat er ein geheimes Leckerli gefunden. Oder er übt, Eis zu schlecken. Er will dir Konkurrenz machen. Bei Eis bin ich unschlagbar, haha. Stimmt. Du isst dein Eis immer als erster auf. Da kann ich einfach nicht widerstehen. Papa, darf ich nachher dein Hemd anziehen und so tun, als wäre ich du? Klar, aber pass auf, dass du nicht in den Ärmeln verschwindest. Ich werde aussehen wie ein wandelnder Kleiderschrank. Oder wie eine kleine Vogelscheuche, hihi. Dann mache ich eine Papa auf dem Laufsteg. Bitte mit Musik und Applaus. Wir haben noch Topfdeckel, die kann ich als Schlagzeug benutzen.
Das wird laut, aber lustig. Papa, was soll ich Mama sagen, wenn sie fragt, wann du kommst? Sag ihr, ich mache mich bald auf den Weg. Okay. Soll ich dabei zwinkern, als wäre es ein Geheimnis? Klar, das macht spannender. Vielleicht denkt sie dann, du bringst eine Überraschung mit. Ich werde vielleicht Blumen mitnehmen. Oder Schokolade. Ich wähle Schokolade. Blumen kann man nicht essen. Haha, typisch. Aber Mama freut sich mehr über Blumen. Aber wir freuen uns mehr über Schoki. Das ist doch fair. Guter Kompromiss, ich bringe beides. Super, Papa. Dann haben wir alle was. Genau. So lieben wir das, gell? Papa, bist du müde von der Arbeit? Ein bisschen. Aber deine Stimme weckt mich auf. Ich kann laut schreien, wenn du willst. Bitte lieber nicht, sonst halten mich meine Kollegen für verrückt. Haha. Dann schreie ich ganz leise, Papa. Oh, ich hör's schon in meinen Ohren klingeln. Hörst du auch meine Gedanken? Ich denke, Pizza, Pizza, Pizza. Jetzt bekomme ich auch Hunger auf Pizza. Vielleicht bestellen wir Pizza und essen dazu Eis? Was für eine Kombi. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Denkst du, ein Einhorn würde auch Pizza essen? Bestimmt, mit extra Glitzerstreuseln. Das wäre die magischste Pizza der Welt. Und wahrscheinlich auch die teuerste. Ich würde sie trotzdem probieren. Ich auch, wenn mein Geldbeutel mitmacht. Papa, kannst du mir ein Einhorn kaufen? Sie sind leider ausverkauft, hab ich gehört. Schade. Dann baue ich mir eben selbst eins aus Pappe. Das klingt nach einem coolen Bastelprojekt. Kannst du mir helfen, wenn du heimkommst? Na klar, wir brauchen Kleber, Schere und viel Fantasie. Und Glitzer. Ganz viel Glitzer. Oh ja, so viel Glitzer, dass es überall funkelt. Mama wird sich freuen, wenn sie alles sauber machen darf. Wir sollten besser selbst aufräumen. Stimmt, sonst gibt's meckernde Drachenmama. Wir wollen lieber eine glückliche Mama. Papa, ich habe gerade ein Monster in meinem Zimmer gesehen. Echt? Wie sah es aus? Riesige Ohren, ein Eichhörnchenschwanz und es hat gerülpst. Oh je, ein Rülpsmonster.
klingt gefährlich oder hungrig. Ich hab ihm einen Keks gegeben, dann war es glücklich. Die meisten Monster sind nur hungrig, nicht wahr? Die meisten Monster sind nur hungrig, nicht wahr? Klar, Schokolade macht alle freundlich. Papa, du fehlst mir trotzdem. Ich will, dass du hier bist. Ich weiß, mein Schatz. Ich beeile mich wirklich. In der Schule hat meine Lehrerin heute gefragt, was ich einmal werden will. Und, was hast du gesagt? Ich will eine Erfinderin werden, die Einhörner real macht. Das ist mal ein Plan. Ich unterstütze dich dabei. Dann kriegst du das erste echte Einhorn gratis. Wow, dann muss ich nichts mehr kaufen. Und wir fliegen dann zur Arbeit auf Einhörnern. Das würde Stau und Parkplatzsuche ersparen. Alle würden uns beneiden. Wo haben die nur die Einhörner her? Von meiner genialen Tochter. Ich liebe es, wenn du das sagst. Weil es stimmt. Papa, musst du jetzt weitermachen oder können wir noch quatschen? Ich habe noch 2 Minuten. Schieß los. Ich wollte dir nur sagen, dass ich dich ganz doll lieb habe. Ich dich auch, von ganzem Herzen. Und vergiss bitte das Eis nicht. Keine Sorge, das steht ganz oben auf meiner Liste. Ich freue mich so sehr auf dich. Ich mich auch auf dich, meine Süße. Du bist der beste Papa der Welt. Und du bist das beste Kind der Welt. Kommst du morgen wieder zur Arbeit oder bleibst du endlich bei mir? Ich muss leider wieder arbeiten, aber ich bin immer für dich da. Versprichst du, heute ganz schnell nach Hause zu kommen? Versprochen. Ich bin bald da. Ich warte mit dem Eis und dem Glitzer. Mach dich bereit, Papa Einhorn Show incoming. Juhu. Bis gleich, Papa. Bis gleich, meine Kleine. Ich hab dich lieb.